Hallo nochmal. Heute hörst du 5 Alltagsszenen auf Deutsch, um flüssiger zu sprechen. Ich bin Lena und das ist Toki German. Entschuldigung, ich glaube, das ist mein Platz. Ach ja? Auf meinem Ticket steht, dass es hier ist. Mal sehen. Nummer 18, B, oder? Ja, 18b. Dann, ich habe 18a. Aber bei mir steht Fenster. Warte, bei mir steht auch Fenster. Hä, es gibt doch nur ein Fenster. Eben. Vielleicht haben Sie den Bus gewechselt. Kann sein. Bei diesen Fernbussen passiert das ständig. Moment, ich checke nochmal. Okay, ich schaue auch nochmal. Oh, warte, ich schaue auf mein altes Ticket. Ah, na siehst du. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Das neue ist 19a. Ah, dann ist dieser Platz meiner. Ja, sieht so aus. Sorry für das Durcheinander. Ach nein, ist okay. Passiert jedem. Mann, wie peinlich. Ach komm, wir haben wenigstens nicht gestritten. Stimmt. Und der Bus ist lang. Ich finde meinen Platz. Alles klar, gute Fahrt dann. Ihnen auch gute Fahrt. Und danke für das Lächeln, ja? Oh, gern, ist schön, die Fahrt freundlich anzufangen. Guten Abend. Entschuldigung, ich habe ein kleines Problem mit meinem Zimmer. Oh, das tut mir leid. Was für ein Problem, mein Herr? Auch. Die Karte funktioniert nicht. Oder ich mache irgendwas falsch. Ah ja, das passiert oft. Zimmer 302, richtig? Ja, 302. Mal schauen. Ah, hier steht 203, nicht 302. Hä? Ich hab doch 302 gelesen, ganz sicher. Gucken Sie mal, das ist ein bisschen verblasst. Ach du meine Güte, stimmt. Das ist echt eine 2. Ja, unser Drucker spinnt ständig. Auch. Ich habe versucht, die falsche Tür zu öffnen. Ein bisschen, ja, aber keine Sorge. In der 302 schläft heute niemand. Puh. Hoffentlich dachte niemand, dass ich rein wollte. Ach Quatsch, keiner hat etwas gemerkt. Nur die Tür war so, Hahaha, alles klar. Dann ist mein Zimmer 203. Genau, und diese Karte funktioniert wirklich. Versprochen. Danke, echt. Ich fühle mich ein bisschen blöd. Ach was, der erste Tag im Hotel ist immer ein kleines Chaos. Stimmt. Danke für Ihre Geduld. Sehr gern. Ich hoffe, Sie schlafen gut heute Nacht. Bestimmt. Mit dem richtigen Zimmer auf jeden Fall. Genau so. Einen schönen Abend noch. Guten Morgen. Kommen Sie rein. Setzen Sie sich bitte. Danke. Guten Morgen. Sie sind Maria, richtig? Ja, Maria. Ich komme von den Philippinen. Sehr gut. Haben Sie schon in Privathaushalten gearbeitet? Ja, Frau. 2 Jahre in München. Putzen und ein bisschen kochen. Ah, schön. Arbeiten Sie lieber morgens oder nachmittags? Morgens ist besser. Ich arbeite ruhiger. Verstehe. Können Sie mit empfindlichen Reinigungsmitteln umgehen? Wir haben alte Möbel. Ja, klar. Immer langsam putzen. Sehr gut. Und bügeln, wie klappt das? Ah, bügeln. Ja. Ich mag das auch. Perfekt. Haben Sie einen festen freien Tag? Sonntag, wenn möglich. Aber wir können sprechen, ja. Nein, ist gut. Sonntag passt uns auch. Ah, danke. Ich bin dann entspannter. Letzte Sache. Können Sie diese Woche anfangen? Ja, Frau. Sogar morgen, wenn Sie wollen. Super. Für mich ist alles klar. Gut.
Danke für die Chance. Danke Ihnen, Maria. Ich mag Ihre Energie. Vielen Dank. Ich gebe mein Bestes. Dann sehen wir uns morgen. Ja, ja. Bis morgen, Frau. Hallo, guten Morgen. Meine Heizung startet nicht mehr. Guten Morgen, gnädige Frau. Geht sie gar nicht mehr an? Nein, sie macht Tick, Tick und dann nichts. Verstehe. Haben Sie schon versucht, sie neu zu starten? Ich glaube ja. Ich habe auf den großen Knopf gedrückt. Den roten oder den schwarzen? Der war rot. Hätte ich das nicht machen sollen? Doch, doch, ist schon okay. Ich frage nur. Aber jetzt blinkt das Licht. Grün oder orange? Orange, ganz schnell. Okay. Das ist meistens zu wenig Druck. Ach herrje, immer passiert das, wenn es kalt ist. Ja, leider. Können Sie auf das Manometer schauen? Das ist ein kleines Rädchen mit Zahlen. Moment. Ja, ich sehe es. Da steht 0,6. Ja, viel zu niedrig. Es muss auf 1 kommen. Und wie mache ich das? Ich habe ein bisschen Angst. Keine Sorge, das ist einfach. Sehen Sie unten an der Heizung ein kleines blaues Ventil? Ja, ganz klein. Gut. Machen Sie es langsam auf. Nur ein bisschen. Oh, ich höre ein Pfeife. Perfekt. Wenn's auf 1 ist, sofort wieder zudrehen. Moment. 1. Ich dreh zu. Super, sehr gut. Jetzt versuchen Sie, sie anzuschalten. Na, sie geht an. Na also, alles erledigt. Vielen Dank, wirklich. Ich dachte schon, es wird ein Drama. Nein, nein, heute kein Drama. Danke, jetzt kann ich wieder heiß duschen. Viel besser so. Schönen Tag noch, gnädige Frau. Ihnen auch einen schönen Tag. Hallo, ich brauche dringend Hilfe mit meinem Strom- und Gasvertrag. Klar, was ist passiert? Meine letzte Rechnung war viel höher als sonst und ich verstehe nicht warum. Verstehe, das kann stressig sein. Wollen wir schauen, was sich geändert haben könnte? Ja, weil ich nie so viel bezahle. Ich dachte erst, es ist ein Fehler. Manchmal steigt der Betrag wegen höherem Verbrauch oder einer anderen Tarifstufe. War diesen Monat etwas anders? Nein, ich glaube nicht. Ich bin einfach ein bisschen überfordert. Kein Problem. Du kannst deinen Monatsverbrauch in deinem Online-Konto sehen. Weißt du, wie man sich einloggt? Ja, aber ich wusste nicht, wo ich das finde. Es gibt meistens einen Bereich wie Verbrauch oder Historie. Dort siehst du, ob etwas gestiegen ist. Okay. Und wenn mein Tarif nicht passt, kann ich ihn ändern? Das hängt vom Anbieter ab, aber oft kann man einen Tarifwechsel online beantragen oder den Kundenservice kontaktieren. Gut, danke. Jetzt fühle ich mich viel besser. Schön. Wenn du noch Fragen hast, bin ich da. Hallo. Super gemacht. Du hast dieses Video beendet. Und dein Üben zeigt schon Wirkung. Jeden Tag verstehst du ein bisschen besser Deutsch. Wenn du weiterlernen willst, sieh dir dieses andere Video hier an, du wirst es lieben. Wir sehen uns dort.